Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zu unseren Tridornpressen. Wir haben Tridornpressen in verschiedenen Größen im Sortiment mit 0,5 Tonnen, 1 Tonne, 2 Tonnen und 3 Tonnen. Heute stellen wir euch die wichtigsten Funktionen der Tridornpressen anhand eines Praxisbeispiels vor. Tridornpressen eignen sich zum Ein- bzw. Auspressen beispielsweise von Lagern und Buchsen. Sie können außerdem für leichte Standsarbeiten eingesetzt werden. Die Funktionen zeigen wir euch zunächst am Beispiel eines Motorteils einer Vespa. Schauen wir uns zuerst das Auspressen an. Wir gleichen die Größe des Lagers mit der entsprechenden Größe des verstellbaren Tisches ab und stellen ihn ein. Dann legen wir das Motorteil auf. Wichtig ist dabei, dass es flächig aufliegt und eben ist. Nun benötigen wir einen Ausdrückdorn mit gleichem Durchmesser wie das Lager. Diesen haben wir selbst gefertigt. Wir setzen ihn nun ein und legen das Motorteil eben auf die Tridornpresse auf. Dann können wir das Lager ausdrücken. Ein Lager besteht aus einem Außenring, einem Innenring und Kugeln oder Rollen. Wenn wir das Lager auspressen, müssen wir immer darauf achten, am äußeren Ring des Lagers auszupressen, nie am inneren. Pressen wir am inneren Ring aus, verzieht sich das Lager und wird zerstört. Kommen wir nun zum Einpressen. Um das Lager einzupressen, haben wir uns als kleine Hilfe eine Buchse angefertigt, damit das Werkstück sauber aufliegt. Diese liegt unter dem Werkstück und wird zur Fixierung zwischen Tisch und Werkstück gelegt. Dann legen wir das Lager und den Bolzen auf und pressen das Lager ein. Der Bund in der Bohrung des Alugussgehäuses dient als Anschlag. So können wir das Wälzlager beim Einpressen richtig positionieren. Durch die händische Bedienung der Tridornpresse können wir mit Gefühl arbeiten und Fehler wie Überpressen vermeiden. Außerdem merken wir sofort, wenn sich das einzupressende Werkstück verkantet. Wir können mit der Tridornpresse auch leicht verbogene Rohre wieder in Form bringen. Hier legen wir ein Kupferrohr auf 2 Prismen auf und biegen es leicht. Hier gehen wir nach dem gleichen Prinzip bei einer Hauptwelle fürs Getriebe einer Vespa vor, um es mit Hilfe der Tridornpresse zu begradigen. Das war unser Ratgeber zu den Tridornpressen. Wenn ihr mehr Infos zu den Tridornpressen wollt, schaut einfach in unserem Shop vorbei. Den Link dazu findet ihr unter dem Video.